Ja, wir kommen jetzt gerade zurück von der Einführungsrunde und jetzt ist vorne auf grün und es geht los. War ziemlich nass und wir waren ja, glaube ich, auf Startposition 12 gestanden gewesen, also in der 6. Startreihe. Und man sieht es hier auch vor uns, um uns waren nur große Autos, Mustang, Jaguar, Cobra, also lauter große Autos. Hier gibt die Kamera das hintere Bild, das ist schon die Claudia Hürten, die hinter mir ist. Die wird schon gesagt haben, wenn sie nicht gewusst hat, dass ich in dem Auto sitze, das ist ein Verrückter, der da von mir fährt. Denn ich bin da rumgeeiert wie Falschgeld. Und habe dann auch ziemlich bald, ich glaube spätestens am Hatzenbachbogen, war sie schon mal vorbei an mir, weil ich halt selbst den Hatzenbachbogen, den ich im Winter schon gefahren bin, bei 15 cm Schnee mit jedem Auto Vollgas fahren kann, war mit diesem Reifen praktisch nicht Vollgas fahrbar, weil ich so viel gegenlenken habe müssen, selbst dass das Auto nur eine Biegung hat von 3 Grad wahrscheinlich. Und schon war die Claudia innen vorbei mit dem, das darf nicht wahr sein, gell? Ich muss schauen, dass ich da wieder vorbeikomme. Und habe die in jeder Weise dermaßen drangsaliert. Hier rechts ist also ganz besonders glatt, also das muss man wissen, weil sonst ist das, wenn einer bis dorthin kommt, ist dort spätestens die Runde zu Ende. Und dann geht's runter mit Schwung. Jawohl, und dann fährt man Richtung Flugplatz, Kuppe, die lange rechts auch, minimalste Biegung. Und man sieht es jetzt, es sind 100 und trotzdem bin ich schon an der Grenze. Das Auto muss schon wieder so viel Drehung die Lenkung aufmachen, weil einfach überhaupt kein Glück nicht da ist. Sicht war natürlich auch etwas abenteuerlich. Jawohl. Und hier sollte man jetzt den ganzen Schwung mitnehmen. Für die ganze Auffahrt da zum Kesselchen. Müsste jetzt selbst auch bei Regen mit dem Auto alles voll gehen, aber dann selbst die Amateure da vor dir, die trauen sich das nicht. Das erste Mal, dann musst du das Gas mitnehmen, dann ist der Schwung auch schon wieder weg. Der zweite ist zwar noch weit voraus, aber jetzt kommt der Schlüsselpunkt, dieses Linkseck, das geht an und für sich voll. Und dann nimmst du dann so viel Schwung mit, dass du selbst mit einem schwachen Auto auf den aufläufst. Ne? Also das sind so Dinge. Ja, okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist schon ganz schön spannend. Ne? Aber für so ein 2-Liter-Auto, muss ich sagen, geht das Auto sehr gut. Der Regen. Das ist schon beachtlich, wie das da hinfährt. Ich glaube, da ist die Erfahrung des Rallye-Fahrers, der also immer absolut auf der Hut ist und sofort im Ansatz erkennt, wenn was passiert und die Gegenmaßnahmen ergreift. Wenn du da ein bisschen zu langsam bist und du lässt dem Heck zu, dass es einmal eine Zeit lang beschleunigt, ohne dass du gegenlenkst, hast du keine Chance mehr, das Auto einzufahren. Also du musst wirklich im Ansatz erkennen und sofort reagieren. Deshalb auch.